Filmo. Filmfakten. 5 Filmfakten Extended über Heidi. Trotz der vielen Erfolge in den Vorjahren stand die Produktionsfirma Praesens Film 1950 kurz vor einer finanziellen Katastrophe. Ein populärer, volksnaher Stoff musste her, der sich schnell und kostengünstig produzieren ließ. Produzent Wechsler erinnert sich an ein Projekt, das seit Jahren in seiner Schublade liegt. Das Drehbuch zu Johanna Spiris Heidi. Johanna Spiris Heidis Lehr- und Wanderjahre von 1880 gehört zu den erfolgreichsten Kinderbüchern der Welt. Spiri hatte gerade mal nur 4 Wochen gebraucht, um ihren Bestseller zu schreiben. Doch wie gelang Spiri dieser unglaubliche Wurf? Heidi hat mir geholfen, fast jeden Tag. Unser Heidi ist einfach ein Schatz. Ja. Hat sie etwa abgeschrieben? Handelt es sich dabei gar um ein Plagiat? Germanist Peter Büttner behauptet 2010, dass sich Heidis Schöpferin Johanna Spiri an einer Vorlage orientierte, die 50 Jahre vor Heidis Lehr- und Wanderjahren in Deutschland erschienen war. Er fand im Nachlass von Hermann Adam von Kamp, ein Volksschullehrer und Heimatdichter aus Mülheim an der Ruhr, eine Sammlung von Kindergeschichten, die 1830 erschienen ist. Ich bin auf einen Titel gestoßen, der mich sofort natürlich angesprochen hat. Denn er lautet Adelaide, das Mädchen vom Alpengebirge. Und da habe ich gesagt, der Name Adelaide, Adelheid, Heidi, das könnte doch eventuell interessant sein. Wie heißt du denn? Heidi? Was ist denn das für ein Name? Und tatsächlich, Adelaide und Heidi haben noch mehr als einen ähnlichen Namen. Beide leben beim Großvater auf der Alp. Beide müssen ihre Heimat verlassen und zu vornehmen Städtern ziehen. Und beide bekommen genau dann Heimweh, als sie ein Bild der Schweizer Berge sehen. Ein Skandal. Doch Moment, schauen wir noch einmal genauer hin. Die Spiri-Expertin Regine Schindler meint dazu: Es war ein durchaus bücherfreundliches Haus, dass Johanna Spiri die Geschichte als Kind vorgelesen bekommen hat, halte ich für sehr wohl möglich. Aber die 16-jährige Adelaide war kein Waisenkind und ihr Großvater könnte nicht gegensätzlicher zum Alpöhi sein. Es gibt auch keinen Geißenpeter und keine Großmütter. Für dich bin ich immer noch die Großmama. In einem Interview mit der NZZ meint Regina Schindler, dass alles dafür spreche, dass Heidi eine erfundene Wunschgestalt von Johanna Spiri sei. Sie habe in Zürich selbst unter Heimweh nach dem Hirzel gelitten, auf dem sie aufgewachsen war. Hätte man Spiri dazu befragt, hätte sie wohl trocken geantwortet: Was man über mich wissen soll, steht allein in meinen Büchern. Macht es denn wirklich Sinn, sich mit Plagiatsdebatten zu beschäftigen, wenn ein Buch seit 140 Jahren Kinder und Erwachsene weltweit inspiriert? Schauen wir uns dazu ein anderes Buch an, zu dem genau umgekehrt debattiert wurde. The Secret Garden von Frances Hodgson Burnett. Die Ähnlichkeiten des 1911 erschienenen englischen Kinderbuchklassikers sind so groß, dass Literaturexperten vermuten, Burnett hätte sich mehr als nur eine Inspiration aus der 1884 erschienenen Übersetzung von Heidi geholt. Erzählen Sie ruhig, was Sie auf dem Weg in Heidis Dorf alles auszustehen hatten. Doch alles schon vorbei und vergessen. Ihre Heldin Mary ist auch Waisenkind und ist mit einem alten Gärtner befreundet, der doch sehr stark an den Alpöhi erinnert. Als Mary auf das Anwesen Misselthwaite Manor gebracht wird, hat auch sie Schlafstörungen. Der dort lebende Colin ist wie Heidis Clara Hypochonder. Diesen Sommer darf ich endlich zu Heidi. Das hängt nicht von mir ab, mein Kind. Du in erster Linie darfst den Mut nicht verlieren. Wenn deine Genesung weiterhin erfolgreich verläuft, dann fahren wir zusammen hin. Der Junge wird später mit Hilfe von Mary wieder laufen lernen.
Dennoch, die Essenz des Buches ist eine andere und behandelt mehr die Auswirkung des positiven Denkens auf den Lebenswandel des Menschen. Fazit: abgeschrieben, weiterentwickelt, unbewusst inspiriert oder nochmals frei und neu erfunden? Würdest du mir das glauben? Dass Waisen- oder Halbwaisenkinder die Heldenrolle von Kindergeschichten übernehmen, ist ein gängiges Schema, dessen sich Autoren von Kinderbuchklassikern bedienen. Elternlose Figuren wecken bei den Lesern Empathie und Emotionen. Man identifiziert sich schnell mit ihnen, auch weil sie Urängste wie Ablehnung und Einsamkeit in uns wecken. Los, geh mit ihr! Aber sie will mich doch auch nicht. Damit sind wir bei Joseph Campbell und seinem Buch Der Heros und seine 1000 Gestalten angelangt. Joseph Campbell untersuchte weltweit mündlich und schriftlich überlieferte Märchen verschiedenster Kulturen. Er stellte dabei fest, dass beinahe alle Geschichten mit äußerst ähnlichen Strukturen erzählt werden, dem sogenannten Monomythos, bekannt auch als Reise des Helden. Die Heldenreise besteht aus 3 Akten: Trennung, Initiation und Rückkehr. Kindergeschichten folgen dieser Tradition. Mythen und Märchen kommen aus dem menschlichen Unterbewusstsein und schaffen Metaphern für universelle Weisheiten. Grundsätzlich geht es immer um die Suche nach dem Sinn der menschlichen Existenz. Daher können sich Geschichten sehr stark ähneln. Selbstredend kann es dennoch sein, dass die eine oder andere Komponente einer Geschichte in einer anderen aufgenommen oder abgeschaut wurde. Der Titel Heidis Lehr- und Wanderjahre scheint übrigens tatsächlich von Goethes Zweiteiler Wilhelm Meisters Lehrjahre und Wilhelm Meisters Wanderjahre inspiriert. Aber Goethe selbst hätte sich sicherlich über Spiris Referenz gefreut. Von ihm stammt nämlich die Aussage: Es geht durch die ganze Kunst eine Filiation. Sieht man einen großen Meister, so findet man immer, dass er das Gute seiner Vorgänger benutzte und dass eben dieses ihn groß machte. Haben Sie verstanden, was sie meint? Filiation ist etwas, das belegbar von etwas anderem abstammt, also die Übernahme fremden Gedanken oder Kulturguts. Für Kunst und Kultur bedeutet dies, dass man etwas Bestehendes als Vorlage nimmt und es weiterentwickelt, wie zum Beispiel der Remix eines Songs. Falls sich Spiri tatsächlich von der Geschichte von Kamp inspirieren ließ, dann war ihr anscheinend ein äußerst guter Remix gelungen. In nur wenigen Jahren nach der Erstpublikation wurden die Heidi-Bücher zu einem Welterfolg und mehrmals verfilmt. Bevor die Präsenzfilm mit einer Heidi-Verfilmung weltweit das Publikum begeisterte, gab es bereits 2 Verfilmungen aus den USA. Der erste Heidi-Film ist ein weniger bekannter Stummfilm von Frederick A. Thompson aus dem Jahr 1920. Die berühmtere amerikanische Version von Heidi stammt aus dem Jahr 1937 und wurde in Hollywood gedreht. Die Hauptrolle übernahm Shirley Temple. Sie war der damals bekannteste Kinderstar in den USA. Wie bei Shirley Temple-Filmen üblich, sang und tanzte sich ihre Heidi-Interpretation durch den Film. How many miles will you travel with me? 1 mile or 2 miles, maybe 3. In Lazar Wexlers Augen war der Film trotz des Box-Office-Erfolgs ein Pappmaché-Bergengejodel und cineastisches Fiasko. So kam es, dass Wexler sein Heidi-Projekt, für das Richard Schweizer bereits seit 1935 am Drehbuch schrieb, unmütig einstampfte. 1951 war es dann soweit, das Projekt wieder aus der Schublade zu nehmen. Man muss wissen, was man will. Entweder einer kann lesen oder auf die Alp gehen. Beides zusammen geht nicht. Dann wollte ich auch nicht lesen lernen. Nie. Luigi Comencini wurde für die Regie der geplanten Verfilmung verpflichtet. Der Italiener mit einer Glarner Mutter sprach fließend Schweizerdeutsch und stand noch am Anfang seiner Karriere.
Durch seinen Film Proibito rubare hatte er bereits Erfahrung in Dreharbeiten mit Kindern und wusste genau, dass der Erfolg des Films mit einer idealen Besetzung steht oder fällt. Das einzige Geheimnis ist, sie nicht zu führen, sondern ihre Fähigkeiten zu erspüren, sodass ihre Präsenz, ihre Art, sich zu bewegen, sich zu äußern, in sich bereits die der dargestellten Person sind. Also mach jetzt keine Dummheiten und lies. Kann ich lesen? Was? Heidi, ist das wahr? Kannst du wirklich nicht lesen? Nein, der Geister Peter kann es auch nicht. Zusammen mit dem Produktionsteam suchte Comencini in Schulen nach der Idealbesetzung von Heidi und Peter und drehte Probeaufnahmen mit mehr als 3000 Kindern. Comencini hatte die Absicht, nach dem Vorbild seines berühmten Kollegen Roberto Rossellini den Film mit einem Kind zu drehen, das vorher niemals vor der Kamera oder auf einer Bühne gestanden hatte. In Kemptal und in Küsnacht wurden sie fündig. Elspeth Siegmund war die perfekte Heidi und Thomas Klammet der Geißenpeter. Dumme, blöde Schwieger, Dreckige! Du hast sicher übertäubt. Gib mir die Hand. Die weiteren Rollen besetzte man mit beliebten Gesichtern des Schweizer Films, wie Heinrich Gretler, Fred Tanner, Margrit Rainer, Max Haufler und Walburga Gmür, sowie mit bekannten deutschen Darstellern wie Willy Birgel, Theo Lingen und Isa Günther, die kurz vorher das doppelte Lottchen gespielt hatte. Comencinis Heidi wurde in Bergün im Kanton Graubünden sowie auf der Filisura Alp Verlein gedreht, denn Maienfeld war bereits zu stark modernisiert. Die Gestalten dieses Hirtenidylls kommen uns ziemlich vertraut vor. Sie sind übrigens nicht allein. Emil Berna, der bekannte Kameramann, beobachtet sie, viele Techniker sind da. Man dreht die ersten Außenaufnahmen zum neuen Schweizer Film Heidi. In Frankfurt konnten nur die Aufnahmen des Doms gemacht werden. Die Stadt lag noch in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. Somit musste Basel für einige Außenaufnahmen herhalten. Der Dreh von Heidi wurde ein lebensprägendes Ereignis für die Crew. Ich habe diesen Film gern gemacht. Ein sanftmütiger Zug war in diesem Film. Sowas wie Rosenwasser, eine gewisse Ironie, ein versteckter Humor. Nett, auch sehr konventionell, wenn Sie so wollen. Der Film setzte vor allem auf eine beinahe plakative Bergidylle und hatte damit Erfolg. Monatelang lief er in der Schweiz in den bis zum letzten Platz gefüllten Kinos. Auch auf den Leinwänden der Nachbarsländer, in Südamerika und der UdSSR konnte Heidi die Menschen begeistern. An der Biennale in Venedig wurde Comencinis Heidi als bester Jugendfilm ausgezeichnet. Für den Start in den USA an Weihnachten 1953 flog die Präsenzfilm extra die beiden Kinder Elisabeth und Thomas für die Premiere am Broadway ein. Danach lief der Film bis im März 1955 in mehr als 4300 Kinos. Über 100 Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben dadurch Heidi im Kino oder übers Fernsehen kennengelernt. Unter Kritikern gilt Comencinis Heidi bis heute als unbestritten weltweit beste Verfilmung. Morgen Abend bin ich schon zu Hause. Und der Großvater weiß noch nichts davon. Der Erfolg von Comencinis Heidi löste einen regelrechten Boom aus und Spiris Roman wurde zur Vorlage von unzähligen weiteren Spielfilmen, Fortsetzungen, Spin-offs, Neuinterpretationen, Kurzfilmen, Trickfilmen, TV-Serien, Satiren, Musicals, Werbung und Comics. Es gefällt mir, es riecht so gut, es ist das schönste Bett der Welt. Heidi wurde damit noch vor Wilhelm Tell zur Schweizer Kultfigur Nummer 1. Zu diesem Kultstatus hat, nebst Heidi, deine Welt sind die Berge in den Ohren. Nachdem der Comencini-Filmerfolg den Grundstein für einen weltweiten Heidi-Hype legte, katalysierte die japanische Serie Heidi
das Mädchen aus den Alpen, die Figur zu den weltweit bekanntesten Heldinnen der Neuzeit. Wie kam es dazu? Beinahe hätte es das herzige Anime-Mädchen Heidi gar nicht gegeben. Nanu, was ist passiert? Zu Beginn der 1970er Jahre arbeiteten Regisseur Isao Takahata und die Zeichner Hayao Miyazaki und Yuichi Kotabe an einer Zeichentrickversion über Pippi Langstrumpf, das fröhlich freche Mädchen aus Schweden. Doch Autorin Astrid Lindgren wollte nicht. Also wurde das Projekt wieder begraben. Zum Glück für Heidi. Auf der Suche nach einer anderen europäischen Märchenfigur erinnerte sich Takahashi an ein Buch, das er als Kind gelesen hatte, wie so viele japanische Kinder. Guten Tag, kleine weiße Ziege. Ich heiße Heidi. Anfangs des 20. Jahrhunderts wurden viele europäische Kindergeschichten ins Japanische übersetzt. So auch Johanna Spiris Originalroman. Die literarische Figur Heidi, japanisch Heiji, wurde nach dem Ersten Weltkrieg in Japan unglaublich populär und stand fortan als Symbol für Einfachheit, Natürlichkeit und Niedlichkeit. Takahashi war deshalb zuversichtlich, dass Johanna Spiris Märchen als Anime zumindest in seinem Heimatland Erfolg haben würde. Weißt du schon, Piep? Ab heute bin ich eine richtige Ziegenhirtin, weil ich pfeifen gelernt habe. Also brachte er seine Idee zum jungen Trio Takahata, Miyazaki und Kotabe. Sie waren begeistert von der Idee, wollten aber die Serie möglichst authentisch zeichnen. Also reist das Produktionsteam in die Schweiz und besucht die Originalschauplätze, um vor Ort zu recherchieren. Vom freundlichen Dorfe Maienfeld führt ein Fußweg durch grüne, baumreiche Fluren bis zum Fuße der Höhen, die von dieser Seite groß und ernst auf das Tal herniederschauen. So traf im Sommer 1973 eine neugierige Gruppe Japaner in Maienfeld ein. Die Zeichner sogen alles auf, was sie sehen konnten, mit Fotografien, Zeichnungen und Skizzen. Berli, ich bin wieder nach Hause gekommen. Guten Tag, guten Tag! So kam es, dass die Ortschaften im Anime so klar wiedererkennbar sind. Kotabe zeichnete die Figuren im damals aufkommenden Kawaii-Stil. In der ersten Version hatte Heidi, wie Pippi Langstrumpf, noch 2 Zöpfe und war mega herzig. Bis ein Bibliothekar in der Schweiz ihn darauf aufmerksam machte, dass 5-jährige Mädchen in den Bergen keine Zöpfe haben und Takahata meinte, wir wollen ein Mädchen, das seinem mürrischen Großvater in die Augen schauen würde. Also dürfe es nicht so niedlich sein. Hurra! Ich hab's von Anfang an gesehen. Es ist ein komisches Kind. Die Inspiration für den Großvater fand Kotabe in einem Souvenirladeli auf dem Jungfraujoch. Eine geschnitzte Holzfigur diente ihm als Vorlage des mürrischen Alpöhis. Er hat sie übrigens nicht gekauft, sondern nur heimlich abskizziert. Musst du sie nicht warm machen und umrühren? Nur keine Aufregung, mein Kind. Ich bin ja schon da. So entstanden die Figuren, die bis heute die visuelle Erinnerung an Heidi prägen. Heidi, das Mädchen aus den Alpen, wurde in 20 Sprachen übertragen und in noch mehr Ländern ausgestrahlt und damit zum globalen Phänomen. Meinst du, man sieht die Sterne? Ja, wenn keine Wolken am Himmel sind, dann siehst du 1000 und abertausend Sterne. Die 52-teilige Serie gilt ebenso als Startschuss für die heute florierende Anime-Branche. Mit ihr startete der Boom von japanischen Anime-Serien. Nicht zuletzt legte der Erfolg von Heidi den Grundstein für das Duo Miyazaki und Takahata, die später zusammen das heute weltberühmte japanische Animationsstudio Ghibli gründeten. Und Kotabe? Der wurde von Nintendo angeheuert, um Super Mario zu zeichnen. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein Schweizer Bergmädchen den Samen für so viele Meilensteine der japanischen Popkultur säte?
Auch für die Präsenzfilm bedeutete der Großerfolg von Heidi, dass das finanzielle Damoklesschwert erfolgreich abgewehrt werden konnte und die Kassen für neue und größere Filme wieder gesichert waren. So war es sehr verständlich, dass sich die Präsenzfilm 1954 an eine Fortsetzung wagte, Heidi und Peter. Die Regie übernahm diesmal Franz Schnieder. Der Film basiert sehr lose auf dem zweiten Roman von Spiri. Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Die Präsenz ließ sich diesmal nicht lumpen und stellte ein größeres Budget zur Verfügung. Zum einen war es der erste Farbfilm der Schweiz und zum anderen wurde für die Überschwemmung des Dorfes in den Bavaria Filmstudios in München ein riesiger Wassertank gebaut, um die Sturmszene so realistisch wie möglich zu filmen. Ich muss ins Dörfli. Sie hüten Sturm. Ja, wollen Sie fort? Sie können uns doch jetzt nicht allein lassen. Der weltweite Erfolg konnte damit durchaus wiederholt, sogar übertroffen werden. Bei den Kritikern fiel der Film aber total unten durch. Franz Schnieder sagte später über sein Engagement: Den Film habe ich einfach gemacht, weil ich geldgierig bin. Ich habe gelitten vom ersten bis zum letzten Drehtag, weil es eine Scheiße ist. (1965) versuchten sich die Österreicher an einer weiteren Heidi-Verfilmung unter der Regie von Werner Jacobs. Sie wollten wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen und produzierten ein sanft modernisiertes Farbfilm-Remake des Klassikers von 1952. Dafür engagierten sie Richard Schweizer für das Drehbuch und filmten an exakt denselben Drehorten, wie es Comencini getan hatte. Der Plan ging leider nicht auf und der Film hatte im Vergleich nur mäßigen Erfolg. Heidis Heidi, wenn ich das schon höre. Es heißt immer noch die Heidi. Und die Heidi hat meine Schwester selig mir anvertraut. Abgegeben wie ein Paket, habt ihr das Heidi dann bei mir. 1968 kamen die Amerikaner erneut zum Zug und drehten in Hollywood Heidi kehrt heim mit Maximilian Schell, Gene Simmons, Jennifer Edwards und Michael Redgrave unter der Regie von Delbert Mann. Dieser Film ging kurioserweise in die Sportgeschichte ein. Die NBC plante die Erstausstrahlung des neuen Heidi-Films am 17. November 1968 um 19 Uhr, gleich nach dem Footballfinale, dem Super Bowl zwischen den Oakland Raiders und den New York Jets. Das Spiel war um 19 Uhr jedoch noch nicht vorbei und die Jets führten mit knappen 32:29. 2 Minuten waren noch zu spielen. Dann wurde die Ausstrahlung unterbrochen und der Heidi-Film fing an. So kam es, dass halb Amerika nicht mitbekam, dass die Raiders durch 2 Last-Minute-Touchdowns doch noch mit 43:32 gewannen. Im Versuch, den Schaden zu begrenzen, blendete die NBC während des Films eine Laufschrift mit dem Ergebnis Raiders defeat Jets 43:32 ein, ausgerechnet als Clara ihre ersten Schritte unternimmt, hinfällt und durchs Bild robbt. Wie man sich denken kann, erhielt die NBC daraufhin einen regelrechten Shitstorm. Selbst die damals 10-jährige Heidi-Darstellerin Jennifer Edwards bekam Hassbriefe von Leuten, die über die Unterbrechung des Spiels wütend waren. So kam es, dass im US-Fernsehen Footballspiele seither strikt immer bis ans Ende gezeigt werden müssen, bevor ein neues Programm anfängt. Das Spiel ging als Heidi Game in die Sportgeschichte ein. 1978 produzierten die Schweiz, Deutschland und Australien die Realserie mit 26 Teilen, von der es auch eine Filmfassung gibt. Die Heidi aus der TV-Serie kam wohl im Aussehen Spiris Beschreibung am nächsten. Heidi-Darstellerin Katja Polletin wurde in Beirut geboren. Ihr Vater war Österreicher und arbeitete dort für die UNO. 1975 zogen sie wegen des Bürgerkriegs im Libanon nach Wien. Nachdem ihre Tante auf eine Anzeige geantwortet hatte, erhielt die 11-Jährige die Titelrolle. Es war die einzige Rolle, die sie je spielte.
Zu wem gehörst du? Ich bin Heidi. Und wenn du der Alphöhi bist, dann bist du mein Großvater. 2001 verfilmte Markus Imboden eine moderne Heidi-Interpretation und übertrug die Geschichte ins 21. Jahrhundert. Auf dem Internationalen Filmwochenende Würzburg erhielt er dafür den Preis für die beste Regie bei einem Kinderfilm. Großvater! Heidi, wir besuchen ihn in den Ferien, versprochen. Heidi! Die jüngste Verfilmung von 2015 orientierte sich bewusst wieder an der Verfilmung von 1952 und wählte das gleiche Dorf als Drehort, Latsch. Drehbuchautorin Petra Wolpe und Regisseur Alain Gsponer wollten dabei jedoch der Originalvorlage so treu wie möglich bleiben und ein realistisches Abbild der damaligen Zeit zeigen. Ich bin froh, dass ich mich zurückbesonnen habe auf das literarische Werk. Wir halten uns ans Buch, verfilmen dieses Buch. Weg mit dem Mythos. Authentizität stand für uns nicht nur bei der Adaption an oberster Stelle, sondern logischerweise auch bei Ausstattung, Kostüm und Maske, sagte Produzent Lukas Hobi dazu. Der Zuschauer soll das Gefühl haben, eine Zeitreise in die Schweizer Berge, aber auch nach Frankfurt machen zu dürfen. Für den Regisseur war es ebenso wichtig, dass die Darstellerin aus der Region kommt und den dortigen Dialekt spricht und fand die 9-jährige Anouk Steffen für die Titelrolle. Bruno Ganz trat in die Fußstapfen von Heinrich Gretler und meinte über die Authentizität des Films, das Leben in diesen Gegenden war Ende des 19. Jahrhunderts äußerst brutal. In diesem Film wird man davon ein bisschen mehr verstehen lernen als in dem Schwarz-Weiß-Film aus den 1950er Jahren, der wohlgemerkt sehr schön war. Es war von Anfang an total toll, einfach mal so von modern zu alt springen, so ganz kurz und am Abend, da ist man wieder in modernen Zeit. Eigentlich kann man sich schon in diese Welt ein bisschen verlieben, aber man muss da immer wieder raus. Mittlerweile wird Gsponers Heidi als weltweit erfolgreichster Schweizer Film aller Zeiten gefeiert. In der Schweiz lockte er über 500.000 Zuschauer in die Kinos. Und in Deutschland wurde er mit dem Deutschen Filmpreis für den besten Kinderfilm ausgezeichnet. Der Film lief weltweit in über 100 Ländern. Was ist passiert? Ach, stimmt ja. Ich bin in den Bergen. Nebst Comencinis Heidi erfuhr 2015 auch Miyazakis Heidi ein Remake. In einer zeitgemäß aufgefrischten 3D-Version begeistert die Anime-Version aus Japan die Kinder von heute auf ein neues. Auch die berühmte Titelmusik von Gitta und Erika erhielt einen Remix und wird in der Neuauflage vom österreichischen Schlagerstar Andreas Gabalier gesungen. Jede Generation braucht ihr eigenes Heidi, meinte Regisseur Alain Gsponer zur Frage, warum es denn nochmals eine weitere Verfilmung brauche. Wir stimmen mit ein und freuen uns schon auf den Remix der nächsten Generation von unserer allseits beliebten Heldin aus den Schweizer Bergen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden. Schweizer Filme neu entdecken auf filmo.ch